So, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishment. In der letzten Folge haben wir den schwarzen Peter untersucht. Einen Mordfall an den guten Peter Carey. Ja, Carey müsste es gewesen sein. Der vorher oder früher als Seemann gearbeitet hat, wurde auf brutalste Weise in seiner Gartenlaube ermordet und wir haben uns in der letzten Folge auf die Lauer gelegt, um den Einbrecher, der zuvor versucht hat, dort in die Gartenlaube einzubrechen, zu schnappen. Und das haben wir getan und müssen jetzt mit dem guten jungen Mann ein paar ernsthafte Worte wechseln. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Ich finde, die sehen alle viel besser aus als in Devil's Daughter. Oh, wer war das denn jetzt? Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Das ist wieder ein anderer. Nedigans Gegenstände. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen. Das N passt ja schon mal. Abkürzung, die hier benötigt. Das müssen wir aus dem rauskitzeln. Oh, der ist verheiratet. Oder war verheiratet, je nachdem. Von R. Davison für meinen Freund und Partner 1883. Gravur. Friend and partner 1883. Oder der war vielleicht Mitmatrose. Ach so. Also R. Davison. R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Maybe. Nimm einfach mal mit. A handkerchief with the initials JHN. Taschenmesser. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Gegenstand benötigt. Ja, wir brauchen halt den Code. Oh, gibt's hier? Nee, es gibt leider niemanden. Schade. Kommen wir hier rein? Natürlich auch nicht. Oh, hier liegt jemand. Muss ich ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Locked. Okay. Ist er schon hier drin? Guten Tag, mein Freund. Notiz. Ach so, erstmal Charakteranalyse. Ah, okay, das wird wieder lustig werden. Schäbige Mütze. Das ist wirklich sehr jung. Flicken. Teurer Stoff. Oder vor die Bizeps, Junge. Feine Knöpfe. Aber er hat schon ein bisschen Dreck hier, ne? Ah, Hornhaut. Boah, das ist aber ganz schön heftige Hornhaut. Narben. Kurze Ärmel. Und ein Adamsapfel. Dünner Hals, ja. Notizbuch. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. Natürlich. What do these abbreviations mean? Oh no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Ach, Nelligan heißt der. Matrosenmesser. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it?
I don't know. I didn't kill anyone. Goldring. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Kuh. Ring mit Gravur. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Wem gehört der Ring? So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Ring mit Gravur. Ach so, nee. Oh. Oh. So, Mr. Nelligan. The ring is mine. Wofür ist Opfers? Auch nicht. Ja, Entschuldigung. So. The ring is mine. Jacke des Vaters? No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Natürlich, ich habe immer recht. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Ja. So, wir müssen aber zurück in die Baker Street. Oh. Aufgeschnitten an der Wand. Peter Carey raucht nicht. Fehlende Blechkiste. Schnell gehandelt. Experiment durchführen. Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit ein Männchen an der Wand aufspießt. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Auf jeden Fall. Wir gehen aber mal zurück in die Baker Street, damit wir die Nachforschungen über den Dawson durchführen können. Boah, das ist ja ganz anstrengend, Gottes Willen. Ja, das ist viel besser. So. Toxische Metalle im Haar. Chlor. Gift und Toxin. Nee. Verletzungen. Liste. Trockene Methode. Prävention. Wahnsinnige Technik. Kampfsportarten. Nee, folgende Zeitungen. Nee, ich brauche eigentlich eher was über. Ja, oder? Ich habe keine Ahnung. Das alte Rede. Edward, Ökonomie. Warum nicht Dynamit? Oder 1883 können wir, ja. Das Konkursgesetz vielleicht? That is not the one I need. Oh, Dawson und Nelligan pleite. Ach, was für ein Zufall, dass wir genau diese Zeitung haben. The Strand, Dawson und Nelligan Investmentfonds pleite, Nelligan verschwunden. Der Dawson und Nelligan Investmentfonds, eine regionale Bank mit Sitz in Cornwall, hat nach schweren Verlusten im Kreditbestand Konkurs angemeldet und wird infolgedessen in Kürze aufgelöst. Es handelt sich dabei um die 23. größte Bank in England und der Konkurs ist der zweitgrößte der Geschichte. Die Auflösung des Unternehmens ist für viele Familien in Cornwall eine Tragödie. Joshua Nelligan, einer der Vorsitzenden, ist seit dem Bekanntwerden der Neuigkeit spurlos verschwunden. Zuletzt wurde er dabei gesehen, wie er an Bord seiner Yacht ging und eine Fahrt nach Norwegen vorbereitete. Nelligan wird sowohl von der Polizei als auch von seinen Kreditgebern gesucht. Here it is. Tja. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder.
It is time to ask him. Mal gleich. Hallo, Tobi. Brave Toby, the best nose in the British Empire. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Oh, hoch. Und nicht mal B drücken. Wir gehen jetzt nochmal kurz zurück nach Scotland Yard und fragen ihn nochmal. Mal gucken, ob der junge Mann uns was darüber sagen kann. Oh, ja, nee, es ist ja. Dawson Nelligan. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Bücher untersuchen. Das heißt, Woodman's Lee. Boah, das ist ja richtig. Das ist richtig anstrengend, wenn das so verschwommen läuft. So. Ah, die sitzt da noch. Hallo, ich muss noch mal was gucken, ne? 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Joshua Walker. Log notes for June. Nothing unusual. Nächte Friesentag gerichtet. Ja gut, das sind jetzt die ganzen. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. Ja, there are bestimmt three Notizbuch. ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Harpune nehmen. That should do it. Now I am ready for the experiment. Watson! Sie werden sich freuen. Können wir nochmal mit der Frau sprechen? Who could do such a thing? Ja, you poor man. So, Baker Street. Der Watson, ne, der ist bestimmt langweilig. Er wartet nur darauf, dass Sherlock Holmes mit solch einer genialen Experimentenidee um die Ecke kommt. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes.
Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man? Na, der Affe. Morphologically, I mean. Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before, on the Ripper case, Oder I believe. Orang-Uta. Do you want to slit some more pig's throats? No. Well, thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Hihi. Tudu. Whitechapel Metzger. Das ging ja schnell. Ah! Och man, ich hätte gern mit ihm geredet. Und mit Solomonowitsch nochmal. Zieht das. Boah. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Fuck. Holmes, Mann. you should try to aim better. Ja, hat fast. Jetzt, oder? This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Bin ich... Oh, ich bin jetzt der Watson. Watson, my boy. Oder? Nee. Nee, ich bin jetzt nicht... Ich bin immer noch Sherlock. Baker Street sein. Wiggins. Stimmt, Wiggins. Wir können zu unserem Lieblings-Typi gehen. Logbuch. Genau, Wertpapierfetzen. Achso, ich wollte B. Moment. Beziehungsweise wir können jetzt bis zur Baker Street gehen. Aber... Karte. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Watson, I need Wiggins. Is he anywhere nearby? Oh, He's Wiggins right rufen. across the street. You can give him a sign from the window. Wiggins! Mach dich hier hoch, es gibt Abendessen!
Wiggins, could you come upstairs, please? Diese Stimme vom Sherlock macht mich fertig. At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Genau. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Ja. Vor allem, warum bin ich nicht gleich mitgegangen? Es gibt ja eh hier nichts mehr hier zu erledigen. Oh Gott. Wo sind andere Leute jetzt? Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Okay. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room. At your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Ach, Holmes. Hello. These are the suspect's belongings. Die Stiefel. Nehmen wir mal mit. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. Was ist das? Brief voller Flecken. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Aha, und Füllfederhalter. Pen. Nothing unusual about it. Da wissen wir doch, was wir jetzt machen müssen. Wir gehen erstmal zu Woodman's Lee, gucken, ob die Stiefel zu den Schuhabdrücken passen. Und dann werden wir zu unserem Analysetisch begeben und danach werden wir erst mit dem Typen sprechen. Damit wir das ja nicht doppelt gemoppelt machen müssen. Passt These perfekt. boots match the footprints exactly. So, gehen wir zur Baker Street, ob dann nicht wieder das... Da. Das tut wirklich in den Augen weh. Wirklich. Da kriegst du ja fast Gehirnerschütterung bei sowas. Haben Sie das gehört, Watson? Die kleinen Belgier machen schon wieder Lärm draußen. Guck mal, da muss ein Mann auch hier eine Kutsche ziehen. Hier, ne, der arme Kerl. So, Analysetisch. Hurtleys Brief wiederherstellen. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Okay. Also, was bist du? Blau. Rein damit. Dann würde ich grün sagen. Nochmal blau, ich habe keine Ahnung.
Dann kommt Orange. Farblos. Und nochmal Orange. Ich habe keine Ahnung. Das ist bestimmt wieder falsch. Nochmal farblos. Done. Now I can proceed further. Hätte ich nicht von mir erwartet. Wirklich. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Ich habe sie versteckt, wie du mich gebeten hast, aber ich bitte dich. Irgendwas mit dir. Ich schwör und erinnere mich anzuschnur. Ich habe nichts Ehrloses getan für mich. Naja. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Ich habe sie gut versteckt, wie du mich gebeten hast, aber ich bitte dich, überlege es dir. Ich und erinnere dich an unseren Schwur. Ich habe nichts Ehrloses getan, für das du mich. Okay. Hurtleys Brief. So, B. Nötige Kraft. Nötiger Notizbuch-Einbruchsversuch. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wieder zu holen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Hier eine Blechkiste. Einbruchsversuch? Nee. So. Aufgespielt an der Wand nötige Kraft. Genau, ja, manche Fakten können unterschiedlich interpretiert werden. Große Kraft, es bedarf einer viel größeren Kraft als die einer durchschnittlichen Person, um die Brust eines Mannes zu durchstoßen und ihn an der Wand aufzuspießen. Höchstwahrscheinlich ist auch Training erforderlich. 2 Personen könnten zusammen dasselbe Ergebnis erzielen. Es besteht die geringe Möglichkeit, dass es einer untrainierten und durchschnittlichen, kräftigen Person gelingen könnte, Peter Carey mit einer Harpune an der Wand aufzuspießen. Seine große Kraft. Hörtliche Schiefabdrücke, fehlende Blechkiste oder Brief. Einbruchsversuch? Auch nicht? Okay. Auch nicht. Ein Gärtner? Das ist gar nichts. Okay. Haben wir sonst irgendwas? Ein Gärtner. Ach so. Ah, stimmt. Ja. Ungeklärte Anwesenheit. Liam Hurtleys Stiefel passen perfekt zu den Abdrücken im Garten von Woodman's Lee als Beweis, dass er dort gewesen ist. Doch Judith Carey behauptet, es gebe keinen Gärtner in Woodman's Lee. Ach so, ja, gut. Okay. Haben wir alles soweit? So, Watson. A new suspect. But this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. Ja, ich auch. Dito. Verwenden. Okay, kann ich nicht. Bitte müssen wir wahrscheinlich zurück nach Scotland Yard. Also wenn jemand von euch dann schweien muss, ich hafte für nichts. So.
Haben wir hier noch irgendwas? These are the suspect's belongings. Mit Wertpapier I wonder if these are vergleichen. connected. Hm. CPR. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Ja. Hey. Fehlende Wertpapiere. Fehlende Blechkiste. Ja. In der geschorenen Blechkiste befanden sich kostbare Wertpapiere. Möglicherweise wurde John Nelligan dabei ertappt, wie er die Wertpapiere stahl. Das wäre ein Motiv für ihn, den schwarzen Peter zu töten. Beim Hurleys Brief. Einbruchsversuche. Ja. Der Einbruchsversuch fand statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Suche nach Wertpapieren. Nelligan war auf der Suche nach den Wertpapieren seines Vaters in Peter Carys Hütte. Das erklärt seine Anwesenheit am Tatort. Ja, der ist halt viel zu schmächtig. Ja, Nelligans unschuldig. Ich würde auch eher sagen, dass er unschuldig ist, weil er nicht dem psychologischen und vom Äußeren her auf das Profil des Mörders passt. Würde ich zumindest behaupten. So, jetzt sprechen wir mal mit dem anderen Verdächtigen. Da. Ah, Lestrade. Wieder die Nasenprofile. Hallo. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Was machen die eigentlich, wenn es mich nicht gegeben hätte? Zu der Zeit. Hi. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. So, wollen wir mal gucken, was wir aus ihnen herausfinden. Oh, eine Narbe. Alte Narbe. Taschentuch mit Haubenmeiße. Aha. Pflanzenreste. Ist es vielleicht doch der Gärtner? Hände eines Gärtners. Das ist wirklich der Gärtner. Woodman's Lee. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Schuhabdrücke. Hurtleys Stiefel passen. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Anwesend in Woodman's Lee. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Gärtner. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. Was haben Sie versteckt? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide?
Hide? What are you talking about? Hurtleys Brief. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept, at Woodman's Lee. Das werden wir bei der nächsten Folge in Angriff nehmen. Da werden wir uns nach Woodman's Lee begeben. Ne? Aber wir haben noch einige Charakterporträts zu erstellen. Wertpapierfetzen. Warte mal, können wir den Nigel fragen oder Nigel, John? Please escort this. Ja, zum Verhörraum. Die Frage will ich noch mal kurz stellen. Einbruch? Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Wertpapierfetzen? I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. Okay. That's all for now. Well, I will see you soon. So, Young Man, genau. Wir werden in der nächsten Folge um die Gartenwerkzeuge kümmern. Und ich bin mal gespannt, ob das ganz normale Gartenwerkzeuge sind oder ob sich nicht doch ein Werkzeug darin befindet, was ein kleines bisschen, naja, suspekt wirkt. Und ich hoffe, dass euch die zweite Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishment gefallen hat und hoffe, dass wir uns in der dritten Folge dann wiedersehen werden.